Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Leonie Huber, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie wollen gerne gemeinsam eine Wohnung finden. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wie die Wohnung finden? Wie viele Zimmer? Die Miete? Kaution? Vom Makler oder vom Vermieter? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Lena, mir geht es gut, danke, und dir? Auch gut, danke. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Wohnung suchen? Das klingt nach einer guten Idee. Ich suche auch schon eine Weile nach einer Wohnung. Super. Dann können wir gemeinsam auf Wohnungssuche gehen. Zuerst sollten wir überlegen, welche Art von Wohnung wir suchen. Ja, das ist wichtig. Wie viele Zimmer brauchen wir, und in welcher Gegend möchten wir wohnen? Ich denke, eine Wohnung mit 2 Zimmern wäre ausreichend. Und ich würde gerne in der Nähe der U-Bahn wohnen, um zur Arbeit zu kommen. Ist das okay für dich? Das klingt vernünftig. Ich bin damit einverstanden. Wir sollten auch über unser Budget sprechen. Wie viel können wir monatlich für die Miete ausgeben? Ich glaube, wir sollten nicht mehr als 800 € pro Monat für die Miete ausgeben. Was denkst du? Das ist in Ordnung. Dann könnten wir uns auch überlegen, ob wir möbliert oder unmöbliert wohnen möchten. Ich denke, unmöbliert wäre besser, damit wir unsere eigenen Möbel mitbringen können. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Möchten wir eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohnkomplex suchen? Ich bevorzuge ein Mehrfamilienhaus. Es ist oft ruhiger und privater. Was sagst du dazu? Ja, gute Wahl. Nun, könnten wir über die Ausstattung der Wohnung sprechen. Gibt es bestimmte Dinge, die uns wichtig sind? Eine Einbauküche wäre großartig, und ein Balkon wäre auch schön. Ich bin deiner Meinung. Ein Balkon wäre perfekt, um im Sommer draußen zu sitzen. Genau. Wir sollten uns auch überlegen, ob wir eine Kaution leisten können. Das wird oft verlangt. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass wir genug Geld für die Kaution haben. Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ja, auf jeden Fall. Möchten wir lieber eine Wohnung vom Makler oder direkt vom Vermieter mieten? Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Ich glaube, direkt vom Vermieter wäre einfacher und kostengünstiger. Wie siehst du das? Das sehe ich genauso. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten. Jetzt könnten wir uns über die Suche nach Wohnungsangeboten unterhalten.
Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Ja, wir könnten Online-Plattformen nutzen und Anzeigen in Zeitungen prüfen. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, ob wir Freunde oder Kollegen nach Wohnungsempfehlungen fragen sollten. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Tolle Idee. Vielleicht kennen Sie jemanden, der eine Wohnung vermietet. Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Genau. Wie sollten wir Termine für Wohnungsbesichtigungen planen? Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass wir beide Zeit haben, die Wohnungen anzusehen. Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich meine, wann hättest du Zeit für die Besichtigungen? Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Ich denke, wir könnten uns am Wochenende treffen, da haben wir beide meistens mehr Zeit. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Okay. Und vielleicht könnten wir uns überlegen, welche Fragen wir dem Vermieter bei der Besichtigung stellen sollten. Das ist ein guter Vorschlag. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Wir sollten Informationen über die Miete, Nebenkosten und die Kündigungsfrist erfragen. Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ja, auf jeden Fall. Welche Unterlagen braucht man normalerweise für die Besichtigung? Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Ich glaube, wir sollten Gehaltsnachweise und Referenzen bereithalten. Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Verstehe. Und wie viele Wohnungen sollten wir besichtigen, bevor wir eine Entscheidung treffen? Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Ich würde sagen, wir sollten mindestens 3 bis 4 Wohnungen besichtigen, um einen guten Vergleich zu haben. Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Das macht Sinn. Und wie könnten wir die Vor- und Nachteile jeder Wohnung bewerten? Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Wir könnten eine Liste mit Kriterien erstellen, die uns wichtig sind, wie die Lage, die Größe der Räume und die Ausstattung. Ja, das hört sich gut an. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Wir sollten auch den Mietvertrag gründlich prüfen, bevor wir ihn unterschreiben. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Ja, wir sollten sicherstellen, dass alle Bedingungen im Vertrag unseren Vereinbarungen entsprechen. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Genau. Wir könnten auch klären, wer für welche Reparaturen verantwortlich ist und wie wir sie melden. Ja,
das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Ja, das ist sehr wichtig. Und wie könnten wir eigentlich die Wohnungseinrichtung planen? Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Wir sollten Möbel und Dekorationen auswählen, die gut zusammenpassen. Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Okay. Wie bringen wir unsere Sachen in die neue Wohnung, wenn alles passt? Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Wir könnten einen Umzugsdienst in Betracht ziehen. Okay, so machen wir das. Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Wir sollten auch über die Übergabe der alten Wohnung sprechen. Also, die jetzige Wohnung. Wie geben wir sie zurück? Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Das ist wichtig. Wir sollten sicherstellen, dass die alte Wohnung in gutem Zustand ist. Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Alles klar. Gibt es sonst noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Ja, wie lange möchten wir in der neuen Wohnung bleiben? Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Das ist eine gute Frage. Wir könnten einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr in Betracht ziehen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Klingt vernünftig. Wir könnten auch später besprechen, wie wir die Miete und die Nebenkosten aufteilen. Ja, das könnten wir gerne machen. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Dann lass uns all diese Überlegungen in die Tat umsetzen und gemeinsam die perfekte Wohnung finden. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Hoffentlich finden wir ein gemütliches Zuhause. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend. Das hoffe ich auch, Lena. Es wird aufregend und spannend.